Bei uns im Studio jetzt der Kolumnist Hans-Ulrich Jörges. Schön, dass du bei uns bist. Guten Abend. Guten Abend. So, wir wollen noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir wollen noch mal auf den Schlagabtausch im Bundestag blicken. Heute also große Generaldebatte dort. Und man könnte es auch fast schon Kanzlerduell nennen. Wer ist für dich der Gewinner? Olaf Scholz oder Friedrich Merz? Für mich ist die Debatte heute völlig irrelevant. Das ist eine Wahlkampfinszenierung für die Wahl in Brandenburg am übernächsten Wochenende gewesen. Auch die künstliche Erregung des Kanzlers. Die Nummer 1 für mich in dieser Zeit ist Friedrich Merz, der es fertiggebracht hat, das Asylthema endlich von rechts außen in die Mitte der Politik zu führen, wo man mit ihm umgehen muss. Das allerdings, und deshalb ist heute irrelevant, und vorgestern war die spannende Frage, als die Koalition nämlich ihr Programm vorgelegt hat. Das heißt, das war ein Tag vor dem geplanten Gipfeltreffen. Legen die vor, was sie beschlossen haben. Das heißt, die wollten es scheitern lassen. Das war die Grenze, die sie gezogen haben. Und zwar auf Druck der Grünen. Die wollten nicht weitergehen. Zurückgewiesen wird nur der in irgendeinem anderen europäischen Land einen Asylantrag gestellt hat. Der wird dann den versucht man zurückzuführen. Aber sonst passiert nichts mehr. Und das ist natürlich gar nicht angemessen, um mit dem Problem umzugehen. Und wenn das so bleibt, ich glaube, es wird so bleiben, vor der Brandenburg-Wahl wird nichts mehr passieren, höchstens ein bisschen Wahlkampfgeflatter, dann hat sich diese Koalition als unfähig erwiesen, mit dem wichtigsten Problem der deutschen Politik umzugehen. Und dann geht sie, glaube ich, auch zugrunde. Und ich glaube, wir sollten uns daran erinnern, was Christian Lindner gesagt hat, als der Vorschlag aus Bayern kam, es sollten höchstens 100.000 Asylbewerber pro Jahr eingelassen werden. Er sagte, der Zahl würde er sich anschließen. Mit dem Programm seiner eigenen Koalition funktioniert das ja nicht. Die reduzieren das nicht auf 100.000. Da werden wir 300.000, 200.000, wie viel auch immer haben. Deshalb glaube ich, wenn die Brandenburg-Wahl vorbei ist, muss sich die FDP überlegen, ob sie diese Koalition verlässt. Denn in dieser Koalition wird sie zerrieben und in der Koalition kann sie nicht das machen, was sie eigentlich für richtig hält. In dieser Koalition wird das gemacht, was die Grünen für richtig halten. Deswegen, es war ja heute auch auffällig, haben ja die FDP-Abgeordneten auch überwiegend geklatscht, wenn Friedrich Merz oder wenn jemand von der Union was gesagt hat. Der Einzige, der es nicht gemerkt hat, war Marco Buschmann, der bei der Pressekonferenz dabei saß und den Text der Grünen gesprochen hat. Ich würde noch mal ganz gern auf Nancy Faeser eingehen, die ja zumindest gestern noch angeblich vorher signalisiert hat, es werde Zurückweisungen geben. Du hast es ja gerade eben schon klargestellt. Ja. Es gibt keine. Deswegen hat ja der Friedrich Merz dann auch die Verhandlungen, dann da den Gipfel für beendet erklärt oder für gescheitert erklärt. Und wenn wir jetzt eben noch mal darauf schauen, also Zurückweisungen soll es eigentlich nur dann noch geben, wenn jemand nicht das Wort Asyl sagt oder wenn man davon ausgehen kann, dass der schon in einem anderen EU-Land registriert worden ist, dann will man die Menschen jetzt an der Grenze offenbar festhalten. So hat es Frau Faeser gesagt. Kapazitäten dafür gibt es ja auch nicht. Nein. Und wenn man dann halt schaut, Bulgarien, Italien oder auch Griechenland, die Länder, um die es dann da geht, die spielen ja jetzt schon nicht mit. Wie realistisch ist das, dass sich da überhaupt auf absehbare Zeit in der Migrationspolitik irgendwann etwas ändert? Denn wenn sich nichts ändert, spielt es ja nur der AfD. Nur mit einer neuen Regierung, sage ich klipp und klar. Mit dieser Regierung nicht. Aber wenn die CDU die Regierung anführt, muss sie ja auch mit irgendjemandem koalieren. Wie soll diese Regierung aussehen? Das wird wahrscheinlich dann eine Koalition mit der SPD sein, aber ohne Herrn Scholz und ohne Frau Faeser, ganz sicher. Sondern mit Frau Esken? Oder? Das glaube ich eher nicht, das muss man dann sehen. Aber jedenfalls, mit dieser Koalition passiert nichts mehr. Wir müssen uns vor Augen führen, du hast es eben erwähnt, das war eine perfide Nummer von Frau Faeser. Die hat, als sie die Pressekonferenz gegeben hat, so getan, als gäbe es dann noch ein paar verborgene Punkte in ihrem Programm, die sie aber erst der Union erläutern will. Die gab es überhaupt nicht. Da gab es nichts Verborgenes. Das lag alles auf dem Tisch. Abgeschoben wird nur der schon woanders Asyl beantragt hat. Das war Trickserei. Ja, absolut. Und wozu führt das, wenn sich rumspricht, dass nur diejenigen eingelassen werden, die noch nicht irgendwo anders einen Asylantrag gestellt haben. Dass in den Nachbarländern Migranten, die da vorbeikommen und überlegen, ob sie sich bei denen registrieren lassen, denen wird gesagt, tut es lieber nicht, wenn ihr nach Deutschland wollt, die lassen euch nicht ein. Macht hier keinen Antrag. Das ist das Durchwinken, was wir schon seit Jahren, 2015 erleben. Durch Österreich, über die Balkanroute, überall wird durchgewunken. Alle wollen nach Deutschland, weg mit ihnen. Und bloß nichts rechtlich Bindendes schaffen, dass die nachher wieder zu uns zurückkommen. Das wird nicht mehr passieren. Es ist also kontraproduktiv, was da beschlossen worden ist.
Hans-Ulrich Jörges, herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns. Dankeschön. Ja, danke.